chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So eine Lade Silber, Besteck ist einfach so.
Dort weiter. Eben ist dieses Set hier angekommen und das habe ich jetzt direkt mal angezogen. Es sieht super süß aus. Also es ist so ein Set aus so einem etwas längeren Top und einem Rock. Und das hat halt hier so diesen schönen Rand. Und ja, ich glaube, das kann ich direkt gleich beim Abendessen draußen anziehen, weil es ist ja jetzt wieder ein bisschen wärmer. Ich habe jetzt hier einmal eine Dragon Diffusion Tasche von Daisy in so einem Braun und Kate Sandalen, also so relativ flache. Und ja, das Muster ist super schön. Das hat halt so rosane, gelbe, blaue Blüten drauf. Sehr, sehr schön und passt perfekt zu dem jetzigen sehr warmen Wetter. Und ja, das ist dann mein Dinnerlook, würde ich sagen.
aus dem Minibar-Platz. iPhone. Rausfliegt, ja. Ich jetzt hier mit der Wohnung bin. Navi, Fotos. Die Schwester von Johannes wird jetzt demnächst vorbeikommen und ein paar Kleider anprobieren, die ich für sie bestellt habe, weil sie noch kein Outfit hat für die Hochzeit und hier auch in Berlin in Läden war und da noch nicht so richtig was gefunden hat. Und dann habe ich eben angeboten, dass ich da einfach irgendwie im Internet schaue und ein paar Kleider herbestelle, die sie dann hier anprobieren kann. Und vielleicht ist da dann was dabei. Ja, ich glaube, das wird auch irgendwie Spaß machen, da so ein bisschen auszuprobieren. Und weil ich so übereifrig war, habe ich das Ganze hier mal so vorbereitet und jedes Kleid gesteamt, weil das einfach beim Anprobieren repräsentativer ist. Wenn du da Kleider anprobierst, die da gerade aus der Versandbox kamen, sind die halt super zerknittert und dann sieht es so ohnehin schon irgendwie nicht gut aus und man kann es irgendwie schlechter beurteilen, ob es einem gefällt. Und ja, deswegen habe ich jetzt alle gesteamt und hier hübsch auf der Garderobe vorbereitet. Und ja, ich bin super gespannt. Das sind jetzt eigentlich alles High-Street-Kleider, außer dieses Kleid hier. Das ist von House of Dagmar. Das finde ich auch wunderschön. Das ist eigentlich in meinen Augen auch so ein super gutes Hochzeitsgast-Outfit bzw. Kleid. Das habe ich Anna Almenta auch ausgeliehen für eine Hochzeit, wo sie eingeladen war. Und sie sah auch so traumhaft schön darin aus. Also muss ich es auf jeden Fall auch in diese Auswahl rein tun. Bei der Augen so 400 Grad Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Schon ganz klasse rein. Ich glaube, wir dann So, wir machen heute mal ein kleines Unboxing. Ich habe hier nämlich ein Paket von der lieben Ines erhalten. Ines hat einen Instagram-Account, I Think of You in Colors heißt der. Da zeigt sie so ganz viel von ihrer Wohnung, die sie mit ihrem Freund selbst renoviert haben. Super cooles Projekt, einfach super schöne Wohnung und ja, cool, dass sie das alles so selbst gemacht haben. Und sie macht außerdem immer wieder coole Flohmarktfunde. Da hat sie echt ein gutes Händchen für. Und deswegen habe ich sie mal gefragt, ob sie für mich nach ein paar bestimmten Teilen Ausschau halten kann, weil ich mir gedacht habe, dass die Preise da vielleicht auch ein bisschen besser sind, als wenn ich jetzt in Berlin Vergleichbares finden würde. Wir waren dann auf jeden Fall in Kontakt und über WhatsApp und so und sie hat mir dann immer so Sachen geschickt, die sie dann gesehen hat und ja, heraus kam dann dieses Paket an Sachen und die wollte ich dann mit euch teilen und das mit euch zusammen auspacken. Also fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Und zwar ist das diese hübsche Kanne. Ich denke, es wäre eigentlich eine Kaffeekanne wahrscheinlich. Aber ich würde sie auf jeden Fall als Teekanne benutzen, weil ich eben Tee trinke. Und die ist einfach super schön. Ein bisschen alt, aber nicht zu verschnörkelt. Und ja, also ihr werdet sehen, das ganze Thema ist Silber, aber ich wollte auf jeden Fall so Silberteile haben und ich finde, das ist immer schwierig, da Sachen zu finden, zumindest mir fällt es ein bisschen schwerer. Und ja, das ist so das erste Teil, super schön. Und dann haben wir hier noch eine kleine Sache, hier einfach so eine kleine Schale mit so gewellten Rand, da kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen, einfach zum Beispiel Oliven reinmachen oder weiß ich nicht, je nachdem, was man so auftischen möchte, aber das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr süß und hübsch. Und dann haben wir hier die erste Schale, würde ich mal sagen. Und zwar ist es diese hier,
super schön. Sie hat sie noch selber so ein bisschen poliert und so weiter. Ja, ich finde die Form super schön. Könnte man benutzen für, sagen wir mal, Früchte, so Weintrauben oder auch einfach so als Brotschale. Fände ich es auch schön. Ja, sehr, sehr cool. Auch nicht zu krass verschnörkelt, aber so ein bisschen verschnörkelt. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Dann haben wir ein Teil, was deutlich schwerer ist. Ja, das ist auf jeden Fall leichter als das. Das heißt, ich weiß nicht ganz genau, ob das dann nur Silber an der Oberfläche ist oder aus was für ein Material das dann ist. Keine Ahnung, ihr könnt mich auf jeden Fall gerne belehren. Jedenfalls das fand ich auch sehr cool. Ist so ein bisschen anders geformt. Aber bei diesen habe ich mir vorgestellt, dass man das eventuell auch cool als ja, Kuchenform benutzen kann. Oder als Puddingform. Ich habe so auf Instagram mal so ein paar Sachen gesehen, wo Leute in so eine Art von Behältern Pudding gemacht haben. Und wenn man das dann stürzt, sieht das einfach super cool aus. Ja, und ich glaube, das kann man damit auch ganz gut machen. Und dann haben wir als letztes noch so ein Tablett. Das hat zwar auch so ein paar Verfärbungen, aber das finde ich nicht weiter schlimm. Das gibt dem Ganzen irgendwie noch so ein bisschen Charakter. Und ja, so ein bisschen kann man vielleicht auch noch so selber ausbessern. Aber so eine Tabletts finde ich auch immer sehr cool für auch wieder Weintrauben oder Früchte oder so. Oder ich war in Kopenhagen und da wurde mir auch auf so einem Tablett Tee mit so Keksen und Gebäck serviert. Und ich finde, das war eine super schöne Aufmachung. Also wenn man das einfach so, ja, alles in einem serviert, finde ich das sehr, sehr schön. Und auch hier wieder ist es so ein bisschen mit Verzierung, aber nicht zu sehr. Und ja, das ist auch das letzte Teil gewesen. Ja, genau, das waren die 5 Sachen, die sie für mich gefunden hat. Und ich weiß nicht mehr zu 100% ganz genau, wie viel alles zusammen gekostet hat, aber es war um die 50 Euro. Also ich glaube nicht, dass ich das für günstiger gefunden hätte hier in Berlin, wenn dann nur mit ganz viel Glück und ganz viel Rumgestöbere. Also ja, deswegen war das auf jeden Fall sehr, sehr cool und vielleicht werde ich sie in Zukunft auch noch weiterhin mal fragen, ob sie hier und da mal was für mich finden kann. Und ja, das waren so die Teile. Das waren tatsächlich nicht die einzigen Teile, die ich in letzter Zeit neu gekauft habe in Sachen Interior. Ich habe nämlich in Kopenhagen auch so ein bisschen eingekauft. Und ja, ich denke, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Dann mache ich das mal hier ab von der Halterung. Und dann gehen wir mal in die Küche. Ich wollte jetzt nicht alles hier so ins Schlafzimmer hintransportieren. Ich muss mal die Tür zumachen, weil Johannes gerade ein Telefonmeeting hat. Hier ist es auf jeden Fall deutlich dunkler. So, erstmal habe ich hier ein paar Sachen, die ich von Out of Use habe. Die hatten in Kopenhagen ein Pop-up und hatten auf jeden Fall super viele gute Sachen und musste mich da echt zurückhalten. Aber ich konnte auf jeden Fall nicht Nein sagen bei diesen 4 tiefen Tellern und bei diesen 8 Kuchentellern. Beide super schön. Also wie cute ist einfach das, wenn ihr euch da so ein kleines Törtchen oder so vorstellt oder einfach irgendwie ein Gebäck oder so. Sehr, sehr gut, weil ich habe relativ wenige so kleine Teller gehabt, die man zum Beispiel beim Brunch oder beim Kuchenessen benutzen kann. Und ja, da war dann dieses Set einfach ideal dafür. Und ja, die tiefen Schüsseln sind auch super schön. Wir haben nämlich an tiefen Schüsseln auch gar nicht mal so viel, sondern nur so ganz kleine Schüsseln oder ja, so rosane Ikea-Teller. Da waren wir auf jeden Fall auf der Suche nach Alternativen. Ja, das sind jetzt so alte italienische Teller. Super schön, auch so ein bisschen verziert, aber nicht zu sehr. Und ja, guter Zustand. Ich muss mal danach so ein bisschen googeln, vielleicht finde ich dazu dann noch ein paar mehr, weil ich habe jetzt hier so 4 Stück. Das reicht für unseren alltäglichen Gebrauch auf jeden Fall vollkommen aus. Vor allem jetzt, wenn wir da immer so unsere Frühstücksbowl machen, das sieht darin einfach gleich so viel schöner aus als in den pinken Ikea-Tellern, die wir sonst haben. Ja, super schön.
Und außerdem bei Out of Use habe ich dann noch diese 2 silbernen Eierbecher geholt. Super süß, auch so mit so ganz kleinen Blümchen dran. Sehr, sehr cool. Und ja, dann war ich noch bei Tadaima. Das ist so ein Store in Kopenhagen, die haben aber auch einen Online-Shop. Und da habe ich hier dieses super schöne Milchkännchen mitgenommen. Das ist von einer polnischen Marke, die heißt, oh, die ist so schwer auszusprechen, glaube ich, Sklo Studio. Die machen super schöne Glaskreationen, also Gläser. Die haben zum Beispiel schöne Weingläser oder auch eine super schöne Glasschale hatten die. Und ja, im Laden hatten die dann noch ein paar von diesen Milchkännchen. Und ja, ich liebe ja Tee mit Milch und generell Milchkännchen. Da konnte ich auf jeden Fall nicht Nein sagen, weil es ist einfach so ein schönes Stück. Ja, sehr, sehr schön. Und ja, das sind so die Interior-Sachen, die ich dann noch in Kopenhagen mitgenommen habe. Ich habe in der Zwischenzeit dann aber noch bei Etsy bestellt und im gleichen Thema quasi noch flache Teller bestellt. Und zwar diese hier, das sind jetzt diesmal alte französische Teller. Ja, sehr, sehr schön. Es ist so wirklich, ihr könnt, glaube ich, ein bisschen so ein Thema daraus sehen. Davon habe ich jetzt, glaube ich, insgesamt 6 Stück. Ja, 6 Stück. Eins davon hat hier so einen Chip, aber das finde ich nicht so schlimm. Und ja, vielleicht hole ich davon nochmal so 2 oder 4, weil 8 oder 10 Teller sind da, glaube ich, ganz gut parat zu haben, wenn man mal so wirklich eine große Gruppe auftischen möchte. Ich mache ja öfter mal so Brunches bei mir zu Hause und deswegen sind höhere Stückzahlen auf jeden Fall ganz gut. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall, wie das allein schon so zusammen aussieht. Und ja, da bin ich sehr, sehr happy mit und kann sowohl Out of Use, Tadaima und auch Etsy stark empfehlen für so ja, altes Geschirr, Vintage-Geschirr oder allen möglichen anderen Sachen oder eben neue Kreationen. Und ja, so viel dazu. So, jetzt bin ich auch wieder zurück im Schlafzimmer, weil ich nochmal mit euch kurz quatschen wollte. Es gab, glaube ich, nicht so viel Footage vom ganzen August. Also ich habe nicht so viel gefilmt, glaube ich. Wir waren ja am Anfang vom August eine Woche in Kopenhagen, also Johannes und ich. Er ist nämlich mitgekommen, was sehr, sehr schön war. Er hat zwar überwiegend Homeoffice gemacht, während ich auf Fashion Week war, aber wir konnten dann abends zum Beispiel was zusammen machen, mit Freunden essen gehen oder auch morgens zusammen frühstücken. Und dann auch am Wochenende konnten wir dann halt ja, Kopenhagen zusammen erkunden. Ich habe nicht so viel gefilmt oder wenn dann überwiegend Outfits oder wenn wir was gegessen haben, wie immer. Ich schiebe es ein bisschen aufs Wetter, wenn es super krass schüttet. Dann kann ich auch nicht gut vloggen, weil man einfach so mit dem Regenschirm und dem Wind und alles beschäftigt ist und halbwegs trocken ankommen möchte. Ja, das Wetter hat auf jeden Fall so ein bisschen so einen Strich durch meine Rechnung gemacht. Ich habe auch bis zur letzten Sekunde es nicht wahrhaben wollen, dass das Wetter so schlecht wird in Kopenhagen, genau in der Woche. Also es hat super viel geregnet und es war sehr, sehr kalt teilweise. Ich hätte eigentlich am besten meinen Wintermantel mitnehmen können. Damit wäre ich, glaube ich, besser aufgehoben. Aber ja, deswegen musste ich so ein paar Outfits so umdisponieren, anders tragen, als ich das eigentlich geplant habe. Aber naja, es gab auf jeden Fall zum Ende hin nochmal ein paar schöne Tage und auch zwischendrin mal ein paar Sonnenstunden, wo man dann ein paar Sachen anziehen konnte. Aber ja, ideal war es nicht. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Zeit. Vor allem auch, dass Johannes mitgekommen ist, war sehr, sehr schön. Wir haben nämlich auch ein paar hochzeitsbedingte Sachen in Kopenhagen erledigt. Ja, ich glaube, ich kann es an dieser Stelle eigentlich schon sagen, beziehungsweise anteasern. Wir haben nämlich unsere Eheringe, lassen wir von einer Marke aus Kopenhagen machen. Und da haben wir noch so ein paar ja, Feinheiten besprochen und Sachen anprobiert und so weiter und ja, letzte Entscheidungen getroffen, sage ich mal. Außerdem musste ich meinen Verlobungsring dafür kurz abgeben und für einen Tag
ausleihen quasi. Und da war das dann deswegen auch besser vor Ort zu sein, als dass ich den dann irgendwie per Post hin und her schicke. Das wäre mir irgendwie nicht so ganz geheuer gewesen. Und ja, deswegen war das auf jeden Fall insofern auch gut, dass wir das so mit Fashion Week kombiniert haben. Und ja, das nochmal so als Erklärung dazu. Und außerdem habe ich auch mir Schmuck angesehen, den ich dann gegebenenfalls tragen wollte, also bei der Hochzeitsfeier. Und dann, das war relativ spontan, beziehungsweise eher so, ja Johannes, lass mal gucken, wie es so ist. Also bezüglich seines Anzugs, da habe ich ja, glaube ich, an anderer Stelle schon so ein bisschen erzählt, dass die Suche nach seinem Anzug nicht ganz so einfach verlief. Also wir hatten so 2 Favoriten, aber die waren beide nicht so 100% und wir waren auch mehrmals in den Läden und haben die immer wieder anprobiert und immer war es so, irgendwie ist es nicht so 100% wie wir uns das vorstellen. Also es gibt eine Marke, eine schwedische Marke eigentlich, Oscar Jacobsen, die haben einen Laden in Kopenhagen und da habe ich gedacht, okay Johannes, es gibt diesen einen Laden, lass doch einfach am Samstag da mal reingehen und ein paar Anzüge anprobieren und gucken, ob da etwas ist, was dir passt oder was uns plötzlich super gut gefällt und uns umhaut. Und ja, dann war es auch so. Wir waren nur eine halbe Stunde in diesem Laden. Er hat einen Anzug anprobiert mit ein paar verschiedenen Optionen und da war dann was dabei, was so direkt gepasst hat, wo man nichts ändern muss, außer die Hosenlänge. Haben dann halt einen Anzug direkt mitgenommen. Das war super cool. Also Jacketthose und Hemd sogar. Und ja, preislich für einen Bruchteil für das, was wir uns in Berlin angeguckt haben. Also ja, damit waren wir sehr, sehr zufrieden. Und außerdem hatten die noch einen Anzug beziehungsweise Jackett, was sie nicht mehr in seiner Größe hatten, aber im Online-Shop. Und da haben wir gedacht, komm, wir bestellen das mal, vielleicht passt das ja auch. Und es war sogar 50% reduziert. Und ja, das hat ihnen dann auch gepasst. Und ja, super gut. Und er war sowieso die ganze Zeit neidisch, dass ich so Outfit-Changes habe, weil wir an 2 verschiedenen Tagen Hochzeitssachen haben. Und ja, jetzt hat er auch einen Outfit-Change und freut sich auch sehr darüber. Und ich bin super happy. Das sind beides super schöne Outfits, die er tragen wird. Und ja, besser hätte es nicht kommen können. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Und ja, das war sehr, sehr cool. Also ja, bezüglich so Hochzeitssachen war Kopenhagen auf jeden Fall ein Erfolg. Und ja, das war sehr, sehr schön. Naja, so viel zu Kopenhagen. Zurück in Berlin gab es dann eigentlich gar nicht mehr so viel Spannendes. Ich habe nämlich auch gar nicht so viel gefilmt jetzt für den Rest des Monats im August, weil wir beide relativ viel gearbeitet haben. Und das ist dann, ja, da gibt es dann nicht so wirklich viel Spannendes zu zeigen. Ein paar Mal, wenn wir was mit Freunden gemacht haben, habe ich, glaube ich, gefilmt, so semi-mäßig. Und ja, dann gab es einfach so ein paar letzte Vorbereitungen zu machen für die Hochzeit. Seine Outfits stehen ja auf jeden Fall. Bei mir gab es jetzt relativ frisch so ein kleines Debakel, was mein Kleid betrifft. Und ja, da kann ich euch dann auch, glaube ich, erst am Ende zeigen, wie es dann wirklich geworden ist und was ich da für eine Lösung gefunden habe, weil ich muss auf jeden Fall irgendwie ein bisschen umdisponieren. Und ja, mal schauen, das ist auf jeden Fall noch eine Baustelle. Und ja, dann gibt es noch so ein paar andere kleine Feinheiten, die wir erledigen müssen. Und ja, da ist es, glaube ich, einfach am besten, wenn ich euch dann hinterher nochmal alles zeige und so ein bisschen die Planung aufschlüssele und da einfach ein bisschen mehr zu sagen kann, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was irgendwie Sinn gemacht hat und so weiter und euch dann auch dementsprechend auch irgendwie Sachen zeigen kann, als dass ich das jetzt irgendwie so ein bisschen kryptisch irgendwie sage, ohne zu viel preiszugeben und so weiter. Da ist es, glaube ich, hinterher einfach besser. Und ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich das vlogging-technisch machen werde. Ich würde ja am liebsten gerne vloggen, aber keine Ahnung, ob man dann dazu kommt zu vloggen, wenn ich so schon irgendwie nicht so gut vloggen kann. Aber ja, eventuell kann ich da Freunde von mir fragen, ob sie so ein bisschen, so ein paar Sachen filmen können. Sei es jetzt irgendwie so Deko-Sachen oder irgendwie sowas. Mal gucken. Da werde ich auf jeden Fall mich bemühen, damit ich euch auch irgendwie so ein bisschen
so ein bisschen was zeigen kann. Und ja, ansonsten notfalls blende ich dann einfach Fotos ein. Das ist dann auch okay. Und ja, da werden wir dann hinterher auf jeden Fall einiges zu erzählen haben. Der nächste Vlog kommt, glaube ich, auch dementsprechend nicht am ersten Sonntag im Oktober, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen später. Dieser Vlog hier kommt ja auch etwas später als eigentlich geplant, aber ja, das verschiebt sich jetzt einfach alles so ein kleines bisschen nach hinten. Naja, und ich will das jetzt auch gar nicht mal so doll in die Länge ziehen. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es nicht so ganz rund wurde. Aber ja, ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem Spaß gemacht und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!